English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin für euch wieder um die halbe Welt gereist. Bin hier in Bergheim bei Köln beim Philipp Longitano. Der Philipp hat die größte Haken-Nasennatternzucht der Welt, kann man wahrscheinlich behaupten, ohne zu übertreiben. Die möchte ich euch heute zeigen, habe ich schon lange vorgehabt. Jetzt ist es endlich soweit. Wir sind da beim Philipp, sind hier hochgedüst. Gucken wir uns an, seine neue Anlage. Kleiner Gag noch am Rande. Guckt mal hier diesen Strommasten an. Also wer denkt, dass so eine Reptilienzucht mit, was weiß ich, 2 kW am Tag zu meistern ist, der hat sich getäuscht. Der Philipp hat einen riesen Strommast in seinem Garten, um seine Anlage zu versorgen. Wenn man hier reinkommt, schon echt ein cooles Ding, wenn er mal hier die Schilder anguckt. Flo, einmal Schilder knipsen. Also wirklich schön gemacht schon alles, echt stylisch. Hier auch cooles Design. Ach so, by the way, hier seht ihr den Unterschied. Wenn man Haken-Nasennattern züchtet, fährt man so ein Auto. Wenn man nur einen kleinen Reptilienhandel hat, dann fährt man so einen alten Transporter. Das sind so die gewissen Unterschiede. Wahrscheinlich muss ich auch ein wenig beruflich umsatteln. Jetzt einmal rein und Zucht anschauen. Ja, jetzt sind wir hier oben beim Philipp Longitano. Ihr kennt ihn vielleicht aus Facebook oder Hamm oder irgendwelchen internationalen Messen. Hi Philipp. Hi Stefan, grüß dich. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. So. Hier einmal den Buddha vorm Gesicht rum, ne? Darf man das? Okay. Ja, hier ist dein Reich, deine Empfangshalle, oder? Genau. Fangen wir hier an, du zeigst uns heute rum. Ich zeige euch heute meinen Hognose Park. Dein Hognose Park. Wir haben besprochen, tun wir ein wenig gliedern, oder? Fangen wir mit, die Adulten wollten wir zuerst machen, oder? Ja. Die Adulten, dann die Babys, Brutapparate kannst du uns zeigen und als Schmankerl am Schluss deine Holdbacks. Ein paar schöne Holdbacks, genau. Ein paar schöne Holdbacks. So ist der Plan. Legen wir los. Ab geht's. Jetzt sind wir hier im Herzstück deiner Zucht, ne? in den Zuchträumen oder in einem deiner Zuchträume. Hier rechts und links haben alles Weibchen, gell? In diesen großen. Und in der Hand mal ein bisschen der Größenvergleich, oder? Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist jetzt ein 2,5 Jahre altes Lavender-Weibchen. Wäre jetzt schon bereit für die Zucht. Der Raum hat aber nicht überwintert. Das heißt, die werden erst im nächsten Jahr für die Zucht eingesetzt. Aber das ist jetzt so die perfekte Größe mit ungefähr 370 Gramm für die Zucht. Das ist jetzt ein gleichaltriges Männchen. Da sieht man den Größenvergleich. Das ist jetzt ein Super Yeti, eine Dreifach-Morph Snow Super Conda. Ja, und die werden jetzt im nächsten Jahr jetzt nicht unbedingt die miteinander verpaart, weil es von der Genetik her nicht passt, aber genau. Aber das sind so die klassischen Größenverhältnisse. Genau. Adulter Mann, adultes Weibchen. Das ist so das Standard. Es gibt natürlich auch extrem große Männchen und es gibt auch extrem kleine Weibchen, so wie bei uns Menschen auch. Aber das ist so das Standard. So. Die Männchen so um die 90 Gramm. Und die Weibchen, naja, 400 Gramm ist ein gutes Gewicht für die Zucht. Schon ein enormer Unterschied. Gell? War mir gar nicht bewusst, dass es so brutaler Unterschied ist. Jetzt kommt wahrscheinlich bei einigen von den Usern die Frage, wie oft füttern? Tust du die Männchen genauso oft füttern wie die Weibchen? Also ist der nur so klein, weil der nur alle 4 Wochen was kriegt? Oder fütterst du genau gleich? Nein, alle meine Tiere die fütter ich. Und ich meine alle, inklusive aller Babys, die füttern wir einmal die Woche. Mhm. Alle Weibchen, alle Männchen, alle Babys bekommen nur einmal die Woche. Okay. Und wenn jetzt ein Terrarianer, guck hier fast wie in Afrika, das Handy bimmelt, wenn jetzt ein Terrarianer ein Einzeltier hat, ne? Also du fütterst einmal die Woche, aber die haben natürlich auch wahrscheinlich Fresspausen
Gut, durch die Winterruhe sowieso. Dann die Weibchen, wenn sie Eier haben, werden die wahrscheinlich auch eine Fresspause machen. Was würdest du jetzt sagen für einen Terrarianer, der vielleicht 1, 2 Hakennasennattern hat und die dann auch nicht damit züchtet oder so? Soll der trotzdem einmal die Woche füttern oder würdest du da ein bisschen größere Intervalle machen? Nee, keine größeren Intervalle. Eigentlich im Gegenteil. Heterodon sind ja dafür bekannt, in der Natur eigentlich alles zu fressen. Aas, Kröten, Frösche, teilweise auch Insekten, Anolisse, also verschiedene Arten von Eidechsen. Teilweise auch Eier fressen die auch. Also ich könnte quasi fast jede Schlange mit fast allem füttern. Okay. Die würde auch Gulasch und Hackfleisch und gekochte Eier essen, das ist kein Witz. Okay. Aber das mache ich natürlich nicht. Ja. Die brauchen schon viel Futter, so ähnlich wie Strumpfbandnattern auch. Okay. Aber man muss natürlich darauf achten, dass wenn man halt Mäuse halt füttert, halt nicht zu oft füttert, weil die sehr schnell verfetten können und das ist für eine Heterodon ganz, 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 ganz schlecht. Deswegen meine ich. Ja. Na, deswegen du sagst, du fütterst einmal die Woche, aber du züchtest ja mit denen. Genau, aber auch keine extrem große Maus, wie man das von Riesenschlangen oder so kennt. Okay. Halt, ne? Also ein adultes halt Weibchen mit 400 Gramm bekommt einmal die Woche eine Maus zwischen 23 und 30 Gramm. Okay. Natürlich, wenn die nachher abgelegt haben, auch ihr Zweitgelege, die nehmen ja dann natürlich auch ab, dann kriegen die auch mal eine Mahlzeit extra, damit die wieder auf Masse kommen. Okay. Aber ansonsten halt nicht. Okay, Mahlzeit extra heißt womöglich zweimal die Woche dann füttern. Und ja, oder eine Maus einfach hinterher dann noch. Okay, die Weibchen, die viel gelegt haben. Und jetzt aber doch nochmal zurück auf den Terrarianer, der wirklich nur ein Tier hält. Füttert der dann, dass er eben nicht zu viel füttert, füttert er dann nur alle 2 Wochen, weil das Weibchen produziert ja keine Eier, nichts? Oder würdest du sagen, doch trotzdem einmal die Woche, nicht zu groß die Maus? Ich würde es einmal die Woche machen, das ist jetzt meine Erfahrung. Ja. Ne? Also man muss das echt... Aha, und vielleicht eben gucken, nicht zu großes Beutetier, genau, aber trotzdem den Wochenrhythmus beibehalten. Ja, wenn ich eben hier, wenn er hier mal schaut, rechts und links, da haben wir zig verschiedene Farben, ne? Also in jeder, nicht gerade in jeder Box anders, aber fast. Wir können, die sieht auch cool aus hier, was ist denn das? Das ist eine Toxic Conda. Okay. Ich glaube, also liebe Reptil-TV-Gemeinde, wenn ihr was speziell zu den Farben sehen wollt, die Zeit haben wir jetzt einfach nicht mehr, dann mal bitte in den Kommentaren rein, schreit rein, ja bitte Farbe, Daumen hoch. Und ihr müsst natürlich abonniert haben, damit ihr irgendwie hier euch zu Wort melden dürft, nur für Abonnenten. Dann machen wir vielleicht eine extra Folge, wo du uns einige Farben zeigst, so was im Moment hot ist. Ne? Und ansonsten gehen wir jetzt erstmal zu den Babys. Baby füttern, wollen wir zeigen. Lass uns da. Und da habe ich auch noch einen Trick für euch. Genau, perfekt, super. Wir sind jetzt hier in der Futterküche. Hier die Babymäuse aufgetaut. Ne? Du fütterst nur tot, oder? Ich füttere nur tot, es sei denn, da ist mal eine dabei, die gar nicht fressen will. Ja. Dann kriegt die auch mal eine lebende Pinky. Okay, aber du fängst prinzipiell eigentlich, kannst du sagen, mit tot an. Und mit tot und mit ein paar Tricks. Tot und ein paar Tricks und 99% fressen tot, oder wie viel kannst du so sagen? Ja, 98% fressen tot. Der Rest braucht die ersten 2, 3 Mahlzeiten dann eine lebende Maus. Die meisten fressen auch ganz normal aufgetaute Babymäuse, ganz anders, als man das eigentlich aus Büchern kennt, dass die nur Kröten und Frösche fressen. Das ist gar nicht so. Aber um denen halt zu helfen, die ersten Mahlzeiten direkt runterzukriegen, sagen wir mal, da verwende ich einige Tricks. Da gibt es verschiedene halt Düfte, die man halt verwenden kann. Ich benutze Thunfisch im eigenen Saft und ich verwittere die Babymäuse ein bisschen damit. Soll ich mal machen? Ja, genau. Das ist natürlich auch interessant. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Ich denke, das ist natürlich auch das Coole an dieser Folge, dass man da, ich meine, wenn du jedes Jahr tausende Hakennasen züchtest, dann kennst dich natürlich, oder dann weiß es natürlich auch keiner besser wie du, wie es gehen kann. Ne? Der Witz ist, dass ich das echt noch nie gehört habe, hier mit der Thunfischdose untermischen. Ja? Also der Thunfisch ist immer der erste Schritt, den ich benutze. Weil das gibt es halt überall zu kaufen, das ist überall erhältlich, das kostet auch nicht viel. Ne? Da habe ich 6.000, 7.000 halt Babys mit €1 quasi zugefüttert. Ja.
So, bei Tieren, bei denen das halt nicht wirkt, da benutze ich aus dem Großhandel, aus der Metro zum Beispiel, eine Lachspaste. Okay. Dann mische ich das. Okay. Wenn das halt nicht funktioniert bei vereinzelten Tieren, dann benutze ich Hühnchenfett. Ganz normales, rohes Hühnchen, klein gemacht Ja. und auch drunter halt gemischt. Ach was. So. Die sind jetzt hier angereichert und gemischt. So. Wie viel haben wir denn hier ungefähr? Ich habe jetzt genau 2000 aufgeteilt, Okay. aufgetaut für einen Teil eines Babyraumes. Weil man kann zwar 6000 auf einmal an einem Tag halt füttern, zu zweit oder zu dritt, aber diese dann am nächsten Tag sauber zu machen, ist unmöglich. Deswegen splitten wir das. Okay. Damit die Mäuse jetzt aber auch nicht so nass sind, die werden ja quasi auf das Einstreu gelegt, auf das Weichholzgranulat, wo die Ja. Tiere drauf halt liegen, trockne ich die, damit die ein bisschen trockener sind. Der Duft bleibt dran, aber die sind nicht mehr ganz so klebrig. Okay. Ja, ist interessant, ne? Weil das sind so Details, die man so natürlich gar nicht bedenkt oder macht. Ne? Und liebe Reptil-TV-Gemeinde, das ist echt, also ich wiederhole mich, habe ich gerade schon so ähnlich gesagt, ne? Aber ich denke, das ist echt der Vorteil. Wie gesagt, der Philipp, der im Jahr tausende Hakennasennattern züchtet. Ich meine, wer weiß es besser, wie es gut funktioniert wie der Philipp. Und wir können hier über die Schulter schauen. Ne? Ich meine, ich finde es auch cool von dir, Philipp. Du könntest ja sagen, verrate ich nicht so Sachen. Jetzt weiß es ja jeder, ja. Aber ich glaube, so die Ehrenmänner unter den Terrarianern, um mal den coolen Begriff meiner Kids zu verwenden, ne? Das sind zurzeit sind alles nur noch Ehrenmänner. Die tun ihre Sachen verraten, weil egal, auch wenn man, also ist bei mir auch so, wenn ich was weiß, wie was geht, Königspüderns irgendwas, dann erzähle ich das, weil sollen alle machen, die Tiere profitieren davon und das stört unser Business nicht. Ne? Du wirst keine Hakennasennatter weniger verkaufen, bloß weil der so Tricks verrätst. Ganz anders, Ja. ne? Also ein zufriedener Kunde von heute ist auch der zufriedene Kunde von morgen dann halt, ne? Genau. Und da ja Hakennasen auch nicht so groß werden wie jetzt Tigerpython zum Beispiel, ist es halt eher möglich, da auch mehrere von zu halten, ne? Und wenn das direkt von Anfang an gut klappt, dann sind die Kunden zufrieden. Sind sie happy, und zufriedene Kunden sind halt zufriedene Kunden, ne? Genau, die kommen So, wieder. dann gehen Gut. wir mal jetzt zum Babyraum. Aha. Es hat schon ein ordentliches Düftchen, ne? Also Das ist immer eine. ja, nee. Okay. Gut, ja. Ich würde es nicht essen wollen, aber lass uns mal verteilen. Okay. Jetzt sind wir hier im Babyraum, ne, beim Philipp. Philipp am Füttern. So deine wöchentliche Aufgabe nehme ich an, Philipp. Kurz zu den Klipsen. Was hat es mit den Klipsen auf sich? Ja, eigentlich habe ich die Rex so bauen lassen, ohne Klipse, aber es hat sich halt herausgestellt, dass die Heterodon, die ein sehr starkes Rostralschild haben, was Teil des Skeletts ist, einfach eine unglaubliche Kraft entwickeln können und nahezu jede Dose aufkriegen. Ja, normal sind ja nur Kornnattern bekannt als Flüchtlinge quasi aus den Terrarien, aber Heterodon können das mit den Rex auch ganz gut. Da schieben die so lang oben rum? Genau, oder was? bis es auf ist und dann ist die Schlange weg. Und da man dann die Genetik ja nicht mehr zuordnen kann, muss das vehement vermieden werden. Deswegen halt die Klipse. Okay. Das heißt, also du machst vor jede Box so einen Clips. Ja, Nee, dann hält ich habe einen Clips für 2 Boxen. Ne? Ich fange ja unten oben und an. oben. Ah, okay. Ja, dann- jetzt check ich's. Okay. Ich habe zwar jetzt über 10.000 Klipse, aber zum Glück brauche ich momentan irgendwie nur die Hälfte. 6.000. Okay. Aha. Okay. Ja, dann fange ich an zu füttern. Ich nehme mir halt immer einige halt in die Hand. Ja, und dann fange ich einfach oben an. Okay. So, die werden halt heute jetzt halt gefüttert und morgen werden die von meinen halt Mitarbeitern komplett sauber gemacht. Das bedeutet, die kriegen komplett frisches neues Einstreu, die kriegen frisches halt Wasser. Deswegen wird jetzt heute da auch nicht so drauf geachtet, ob die Wasserschale jetzt umgekippt ist oder nicht, Ja. weil es morgen früh sowieso komplett neu gemacht wird. Okay. So. Also dann wird da im Prinzip dann gleichzeitig kontrolliert, ob die Maus gefressen ist in Genau. dem Fall. Gell? Jede Noch- Dose, die wird aufgemacht und komplett gereinigt und kontrolliert. Okay. Noch kurz zu den
Also zum einen zum Einstreu finde ich interessant. Das ist das, was ich den Leuten auch immer empfehle, dieses Holzeinstreu. Also liebe Community, schaut es euch an. Was der Philipp bei 10.000 Hakennasen macht, kann ja nicht so verkehrt sein. Wir verwenden auch schon immer das Holzeinstreu, ich finde es auch perfekt. Wenn du jetzt das Futter da drauf legst, werden wahrscheinlich auch einige sagen, ja, dann ist ja die Babymaus voll mit Futter. Genau. Die bleibt ja dran, mit Futter, die Babymaus voll mit Einstreu. Ne, bleibt ja ein bisschen Holz dran kleben, wenn die so ein bisschen Holz mitfressen. Ja, also als erstes, das ist einfach in der Menge auch nicht zu verhindern. Zweitens, in der Natur fressen die ja auch bei feuchten Kröten halt Moos oder Steinchen halt auch mit. Ja. Heterodon haben eine ganz starke halt Magensäure. Ne, die sind ja auch dafür bekannt, Aas zu fressen. Die können das auch sehr gut verdauen und verwerten. Aha. Deswegen, ich hatte bis jetzt halt keine Probleme. Man muss natürlich darauf achten, halt, was es für ein Einstreu ist. Kein kleinen halt Tieren-Einstreu für Kaninchen oder so. Ja. Das ist falsch. Es muss ein Weichholzgranulat sein. Es schimmelt erstens halt nicht. Genau. Und zweitens, es kann auch mitverdaut werden. So Okay. meine Erfahrung halt. Also ne? noch nie irgendwie Darmverschluss, irgendwas. Habe Das ich sind noch ja die nie Klassiker. gehabt. Ja. Anders als bei Haltung auf Steinchen. Ne? Viele finden das natürlich schön, auf Sand oder auf Steinen, Ja. auf Kieselsteinen zu halten. Da muss man natürlich ganz, ganz extrem aufpassen. Aha. Das kann den Magen extrem perforieren. Aha. Das ist auf jeden Fall halt nicht geeignet, auch wenn es in dem Terrarium natürlich dann schön aussieht. Ne? Okay, okay. Also würde ich sogar sagen, Sand oder Steine oder so sogar eher falsch. Ne? Auf jeden Fall falsch. Okay, ja, interessant. Ja. Na, das ist ja, es ist ja eine Terrarienhaltung oder hier eine Rackhaltung, ist ja anders als in der Natur. Ne? Mhm. So, und so haben wir ein Rack, noch eine, mit 70 Babys. Wollte ich gerade Halt fragen, gefüttert? wie viel sind pro Abschnitt? 70, Ja, um genau zu sein, 69. 69. Und jetzt kommen die Klipse wieder dran. Das ist natürlich sehr mühselig, aber ist halt der Teil des Jobs. Okay. So. Und wenn man damit halt fertig ist, dann geht man halt zum nächsten Rack und macht halt da weiter. Und nächste am nächsten Reihe. Tag, dann muss man alles wieder entklipsen und kontrollieren, sauber machen und wieder neu klipsen. Ne? Okay, okay. Ne, das mit den Clipsen ist dann natürlich, ja, muss halt einfach sein, ne, sonst sind sie draußen. Das ist leider so. Kennst du es? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Gell? Unsere Jugend hier, Paulchen Panther. Genauso geht es uns leider. Wir haben geplant wir machen hier eine Folge, wo wir alles ein bisschen zeigen. Jetzt haben wir festgestellt, eine Folge reicht uns da nicht. Doch was mehr? Doch ein bisschen mehr und wirklich auch super spannend. Also mir macht es auch Spaß, wirklich, weil ich sehe auch neue Sachen, neue Tricks wie mit den Thunfisch und so weiter. Also ich finde es cool, ich freue mich auf eine zweite Folge. Wir drehen eine zweite Folge über Philipps Hognose Park. Was zeigen wir in der zweiten Folge? Was Den haben wir noch? Inkubatorraum, Zuchtraum, genau. Holdback-Raum. Die Holdbacks. Mit einem Special, den wir jetzt noch nicht verraten. Okay, was ganz Neues, Genau. Heißes. Also und die Giftigkeit wollten wir noch drauf eingehen. Ne? Genau. Hognose, sind sie giftig, sind sie nicht giftig? Fallen wir tot um oder nicht? Genau, ist die große Frage. Den ultimativen Test. Philipp hält die Hand rein und lässt zubeißen oder irgendwie sowas. Hältst du dann meine andere Hand? Ich halte die andere, genau. Sehr gut. Genau, das kommt alles in Teil 2, wird bestimmt oder wird garantiert nochmal eine super spannende Folge, wie auch schon die erste. Und als Belohnung für mich, für dich, für euch, habe ich im Philipp T-Shirts aus dem Ärmel geleiert. Also der Philipp macht super coole T-Shirts, beziehungsweise ihr seht es ja, er ist ja eigentlich Künstler. Ne? Er ist ja kein Terrarianer, er ist ja ein geborener Künstler, kommt aus einer Künstlerfamilie. Danke, danke, danke. Das sieht man ein bisschen. Tatsächlich bin ich richtig neidisch. Das ist sowas, wo völlig in meiner Genetik fehlt, dummerweise. Und deswegen Vielleicht bist du ja Het, wenn ich dich unterbrechen darf. Het für Künstler, das kann sein, genau. Na, immerhin. Deswegen werden wir T-Shirts verlosen, 3 Stück, die der Philipp gesponsert hat. Nicht diese 3, die haben wir jetzt einfach hier mal symbolisch in die Hand. Gibt es wie viele verschiedene Motive? Es gibt mittlerweile 10 verschiedene Designs. 10 Designs. Also 3 Stück verlosen wir. Ihr könnt die gewinnen. Wie könnt ihr die gewinnen? Ihr schreibt unten in den Kommentaren bei YouTube rein, schreibt rein,
wir brauchen einen Kommentar von euch. Also schreibt rein, ja, ich bin Reptil TV Abonnent seit 20 Jahren oder schreibt rein, ja, ich abonniere heute oder irgendwie. Also schreibt rein, wie lange ihr Reptil TV schon abonniert habt. Ihr müsst natürlich auch abonniert haben. Ihr müsst einen Daumen hoch lassen. Nicht schwindeln, haben wir gesagt, gell? Ehrlich bleiben. Ehrlich bleiben. Und in dem Moment, wo ihr einen Kommentar hinterlassen habt, kommt ihr in den Lostopf rein. Gibt so einen Zufallsgenerator, dann wird also einer von diesen ganzen Kommentaren, beziehungsweise 3 werden ausgelost. Dann kriegen wir die Nachricht, wer ausgelost wurde. In der Folge 2 werden wir das einblenden, die Gewinner. Und die kriegen dann ein T-Shirt in ihrer Größe, kriegen die zugeschickt. Kostenlos. Kostenlos, genau, vom Philipp ausgesucht und vielleicht noch signiert oder was auch immer. Ich lege auch noch ein Poster drauf. Also, genau, das so viel zu unserer Verlosung. Dann haben wir alles. Sind wir am Ende, Teil 1. Ja, bleibt uns treu. Bis denne. Bis denne, checkt Philipps Hawks.